Danke. Ja genau, Innovation in Motion, the journey continues. Also Innovation, dass wir hier innovativ sind, das haben wir ja gerade gehört. Ich hoffe, jetzt können wir das auch zeigen, was, wenn man innovativ ist, was dann daraus entsteht. Und the journey continues, wir haben das Video gesehen, hatten wir letztes Jahr auch. Damit habe ich auch meinen Vortrag letztes Jahr geschlossen, Join the Journey. Und jetzt aber die Reise geht weiter und ich will jetzt in den nächsten 2 Stunden vom Abendprogramm ein bisschen zeigen, was wir im letzten Jahr auch alles erreicht haben seit dem Summit und was denn dann auch noch kommen wird. Ich versuche möglichst viel dann auch so ein bisschen live im Produkt zu zeigen, hoffe, das gelingt. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, so ein bisschen dann Live-Vortrag dann im Produkt, aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Einige Dinge haben wir als Click-Dummies, die jetzt noch in Entwicklung sind. Andere zeigen wir dann direkt live im Produkt. Ich glaube, das wird ganz gut. Genau. Jetzt wollte ich am Anfang mit einer Zahl beginnen. Die ist jetzt schon quasi gespoilert worden, aber jetzt können wir mal aufpassen. Jetzt können wir mal schauen, ob ihr alle aufgepasst habt, was die denn aussagt. Gelaufene Kilometer von Marius. Das sind die Atemzüge beim Schwimmen gewesen. In einem Jahr. Nein, genau, das sind tatsächlich, wir hatten es heute Morgen schon gesagt, jetzt die Maschinen im Hub und das macht natürlich wahnsinnig stolz. Andreas hat es aber auch gesagt, ist natürlich auch eine Verantwortung. Das Ding muss laufen, damit genau diese über 100.000 Maschinen dann auch tatsächlich gewartet, geserviced werden können. Und dafür treten wir hier jeden Morgen an, das dann auch bestmöglich zu tun. Aber wir haben tatsächlich eine große Entwicklung seit dem letzten Summit auch gemacht im Hub, was Zahlen angeht. Da habe ich noch ein bisschen was mitgebracht und wir bleiben so ein bisschen beim Hockey, weil wir haben einen Hockeystick-Effekt, was die Tenants im Hub angeht. Also wir hatten bis Ende letzten Jahres tatsächlich dann die 446 Tenants auf dem Hub und haben jetzt tatsächlich diesen Hockeystick, dass wir jetzt schon bei 1445 sind. Ich muss die Zahl jetzt in den letzten 3 Tagen in der Präsentation immer ändern. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann immer 100er-Sprünge sind, aber es kommen täglich welche dazu. Und wir sehen hier, aus welchen Branchen das alles ist. Und das gibt uns tatsächlich auch die Chance, dass dieses Prinzip der Kollaboration zwischen Betreibern und Herstellern und Betreibern mit Maschinen zusammen tatsächlich, dass diese ganze Plattform auch ans Leben bringt. Ja, dass auch die Betreiber wie Everlens, wie wir es heute gehört haben, die Chance haben, dann auch viele Hersteller anzusprechen. Macht doch Service über den SimMedia Hub, dann sagen sie, ja, das ist gar kein Problem, sind wir eh schon dabei. Oder der Einstieg, dafür arbeiten wir ja auch in den Prozessen, dass der Einstieg dann in den SimMedia Hub für die Betreiber oder für die Hersteller dann auch möglichst einfach sind. Das ist natürlich ein gutes Thema, dass wir hier jetzt schon eine Masse haben, wo wir dann auch sagen können, die machen es auch und dann tatsächlich ist es immer einfacher, dann hoffentlich, Bernd wird davon berichten können, dann auch die weiteren Tenants mit an Bord zu holen. Ja. Genau. Das zeigt mal so ein bisschen auf, wo wir herkommen, unsere Innovationsjourney, die wir gemacht haben. Wir haben das Bild heute schon gesehen. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren tatsächlich ein ganzes Ökosystem mit dem Hub erstellt. Wir haben schon gehört, Compliance, die entsprechenden Zertifizierungen, jetzt mit der IEC 3.3 natürlich ein Riesenfund, was wir da jetzt im Warenkorb haben. Weltweit einzigartig. Ich dachte, wir wären einer von 3, was ja schon gut genug ist, aber wenn wir einzigartig sind, ist ja noch so besser. Und über den ganzen Thema mit den Unconnected, dass ich eigentlich jede Maschine, ohne dass ich überhaupt eine Verbindung dahin mache, auch schon einen digitalen Service machen kann. Das sorgt dafür, dass die Prozesse sehr einfach sind für die Teilnehmer, um dann auch die Maschine am Ende, und dafür machen wir das Ganze ja dann, die Maschine auch schnell wieder ins Laufen kommt, wenn dann tatsächlich mal ein Fehlerfall entsteht. Wenn die Maschine connected ist, das ist das Thema, was wir schon jetzt hier groß auch schon besprochen haben, dann haben wir natürlich das Thema des Remote Access über die Datenerfassung. Da werden wir heute auch noch mal am Ende so ein bisschen was zeigen, da sind wir sehr stolz drauf, was die Datenerfassung von der Maschine hin angeht und dann auch das Monitoring auf Dashboards und so weiter. Da haben wir was Neues, was sehr leichtgewichtiges, glaube ich, erstellt. Das ist unser Data Collector, den werde ich noch vorstellen. Und noch ein paar andere Dinge, die jetzt kommen werden. Aber jetzt
schauen wir erstmal, was haben wir denn jetzt erreicht in dem letzten Jahr. Das sind kleine Dinge, aber ich glaube, ganz wichtig. Ein sehr cooles Feature ist, dass wir jetzt Custom Service Fields anbieten können. Das heißt, jeder Hersteller oder auch jeder Betreiber kann für seinen Serviceprozess, für seinen Service Case sagen, welche Felder möchte ich denn eigentlich erfassen. Ja, also wir haben die 31 verschiedenen Branchen gerade gesehen. Die haben natürlich auch für ihre Maschinen unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Werte, die sie im Servicefall abfragen möchten, um dann auch den Service möglichst effizient zu gestalten. Und das kann jetzt jeder Hersteller für seinen Prozess definieren, welche Felder er dann im Service-Ticket auch erfassen möchte. Das heißt, nicht nur der Hersteller, sondern auch das sind für die geteilten Service Cases, die zwischen Betreiber und Hersteller ausgetauscht wird, sondern auch, wenn man den internen Service Case nutzt, kann der Betreiber oder auch dann der Hersteller für seinen internen Prozess auch nochmal andere Felder anlegen, sodass man wirklich für jeden Servicefall, intern oder extern, entsprechend die Prozesse und die Felder so erfassen kann, dass es möglichst effizient gestaltet werden kann. Ne? Das Ganze geht noch nicht im Self-Service. Aktuell wird es noch von unserem Consulting betreut. Ja, da kann man sich aber gerne an das Team wenden, rund um Robin. Die werden das dann ganz schnell einrichten können. Immer gern. Ja, es ist tatsächlich keine, und das ist dann immer, ja, machen wir noch so, das ist keine Programmierung, die dahinter steht, das ist schon eine Konfiguration. Es wird dann auch absehbar dann irgendwann als Self-Service dann zur Verfügung stehen. Genau, ein zweiter Punkt, den wir jetzt als Feature mit anbieten, klingt banal, aber ist eigentlich tatsächlich wichtig. Wir haben ja die Maschinenverordnung, die kommen wird, die auch die Hersteller verpflichtet, Dokumente für spezielle Maschinen bereitzustellen. Ja? Und da ist es wichtig, wir konnten bisher im Hub immer nur Dokumente für Maschinenmodelle erfassen und die wurden dann halt auch mit dem digitalen Zwilling dann übergeben an den anderen Tenant und die Dokumente waren dann dort. Wenn man explizit einzelne Dokumente zu einer speziellen Maschine hatte, ging das bisher noch nicht. Das haben wir jetzt aber umgesetzt, so dass dann halt, wenn ein Wartungsprotokoll oder eine bestimmte Dokumentation zu einer Variante von einer speziellen Maschine notwendig ist, kann man das auf Herstellerseite einstellen. Ich zeige das auch gerne mal live. Haben wir hier die Herstelleransicht und wir haben die Dokumentation, und wenn ich jetzt ein neues Dokument hochladen möchte, dann haben wir jetzt nicht nur den Scope des Maschinenmodells, sondern auch der speziellen Maschine und ich kann dann genau raussuchen, die Maschine, auch zu welchem Kunden die gehört und kann das Dokument dann tatsächlich mit dem Betreiber auch sharen und diese zur Verfügung stellen. So tragen wir der Maschinenrichtlinie Sorge. Das dauert noch ein bisschen, bis das tatsächlich auch verpflichtend wird. Ich glaube, im Januar 27 ist es soweit, aber tatsächlich das, was man jetzt heute schon erledigen kann, das verschieben wir nicht auf morgen. Ne? Genau. Dann auch ein sehr gewünschtes Feature und auch total sinnvoll ist, wir konnten bisher den Remote Access immer nur im Kontext eines Service Cases auf die Maschine machen. Das war bisher so, dass der Service Case erstellt werden musste, dann konnte der Betreiber entscheiden, darf ein Remote Access stattfinden oder nicht und dann konnte man über den Service Case auf die Maschine dann auf die konfigurierten Endpunkte zugreifen. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt kann auch der Betreiber, wenn er dann aufs HMI zugreifen will, dann auch direkt auf die Maschinendetailseite gehen und das Ganze dann direkt ausführen. Das ist dann auch relativ einfach. Wenn wir jetzt hier haben wir hier tatsächlich jetzt die entsprechenden Endpunkte konfiguriert und können auch tatsächlich direkt am Asset die Access-Punkte dann auch konfigurieren. Ja. Genau. So, eine große Innovation, die geht tatsächlich morgen mit dem Release auch live, dass wir Multi-Edge-Devices anbieten. Was steckt dahinter? Das ist kein neues Device, was wir am Markt platzieren wollen, sondern das ist tatsächlich weiterhin
unser Multi-Edge-Device, welches dann entweder als physische Version, wie hier abgebildet wird, oder als virtuelle Version verfügbar ist. Aber man kann auf der Plattform dieses Device mehrfach verwenden. Das heißt, wenn ich bisher immer eine 1:1 Beziehung zwischen Maschine und Edge-Device hatte, können wir jetzt zukünftig ein Device für mehrere Maschinen nutzen. Nicht in vollem Umfang, sondern tatsächlich nur für den Remote Access. Wenn man wirklich Applikationen und Daten abziehen möchte von der Maschine, ist immer noch eine 1:1 Beziehung notwendig. Aber jetzt können wir einfach auf der Plattform dieses Multi-Edge-Device, gerade als virtuelle Version ist es ganz sinnvoll, wenn man das irgendwo in einem Server auf dem Shopfloor stehen hat, der auch von der Größe her potent genug ist, kann man dann mehrere Maschinen darüber fernwarten. Ne? Das ist relativ einfach, auch in der Plattform zu sehen. Wir haben hier, wie bekannt, die Edge-Devices und wir unterscheiden jetzt hier auch in der Übersicht zwischen Single- und Multi-Edge-Device. Und wie gesagt, das Edge-Device bleibt immer das gleiche, aber wir können es jetzt hier auf der Plattform vom Single zum Multi switchen und dann haben wir die Fähigkeit, auf einem Multi-Edge-Device mehrere Maschinen, wie hier beispielsweise schon geschehen, auch anzubinden. Wie gesagt, nur für Remote Access, aber da ist auch alles möglich, von normalen VNC-Verbindungen über Data Link-Tunnel, alles, was man sich da vorstellen kann. Applikation, Datenerfassung, das benötigt weiterhin eine 1:1 Beziehung. Kurz was dazu fragen. Sehr gerne, unbedingt. Und zwar mit Robin haben wir öfter schon mal darüber gesprochen, dass man das mit Trunk- oder VLAN-Verbindungen macht. Wäre es dann möglich, wenn man jetzt dahinter einen Trunk-Switch hängt quasi, dass ich über mehrere IP-Adressen auf verschiedene Anlagen komme? Wenn die IP-Adressen müssen da als Verbindung dann eingerichtet sein, aber dann unterscheidet der Hub nicht, was das für eine Technologie dahinter steckt, sondern einfach im Prinzip nimmt den Endpunkt und kann dann das routen. Also ich kann unterschiedliche Subnetze auch hernehmen für sowas. Ja. Also ich gehe aktuell davon aus, ich bin jetzt nicht so der Netzwerkspezialist, Mehrere aber Bereiche, grün, rot, gelb oder sowas, wie ihr das bezeichnet. ja, also die Endpunkte vom Hub, die gehen ja grundsätzlich erstmal über das grüne Interface dann Das raus. kannst du auch ohne Multi, ne? Das hat damit ja nichts zu tun. Wenn ich jetzt Maschine und Hersteller trenne, schon. Wenn ich zwei unterschiedliche Maschinenhersteller dahinter hätte. Ja, also wir empfehlen auch natürlich sowieso, Ein Edge-Device für zwei unterschiedliche Maschinen. Zum Beispiel, ja. Hätten wir jetzt einen Anwendungsfall. also man kann ein Edge-Device natürlich mit zwei unterschiedlichen Maschinen dann koppeln, mit zwei unterschiedlichen Assets. Haben wir ja dann auch hier gemacht, wir können auch gerne nochmal reinspringen. Wir empfehlen eigentlich auch schon aus organisatorischer und dann am Ende auch aus sicherheitstechnischer Sicht, dass man tatsächlich das nach Herstellern eigentlich auch aufteilen sollte. Auch die Edge-Devices nach Hersteller. Ja, würde ich schon das wäre empfehlen. jetzt eine verkettete Anlage, wo drei Hersteller in einer Anlage sind, zum Beispiel. Da könnte ich jetzt hier die Anlagen und Hersteller trennen und auch die Remote deutlich trennen. Auch wenn sie sich darin erreichen, aber das Risiko habe ich ja trotzdem. Ja, genau. Also hier haben wir jetzt tatsächlich, hier auf dem Asset unterscheiden wir dann gar nicht mehr, ob es dann jetzt ein Multi ist oder nicht, sondern die Maschine ist dann gekoppelt mit einem Edge-Device und die Remote-Settings sind dann auch eingerichtet und wir können das hier ganz normal nutzen, als wenn es ein normales ist. Das Einzige, wie gesagt, durch das Application Management haben wir es gesperrt, dass die weitere Applikationen, die müssen auch multi-edge-fähig sein. Das wird dann ein bisschen komplizierter. Das geht nicht, aber ansonsten verhält sich es genauso wie ein Single-Edge-Device. Dann probieren wir das. Was mit Data Link? Data Link funktioniert auch, ja. Okay, weil das wäre ja für euch wichtig. Dann probieren wir das. Genau. Ja. Also Data Link ist dann insofern nicht ganz richtig, meine Aussage von eben. Data Link ist natürlich auch eine Applikation, die wir hier dann nochmal extra anbieten. Die ist ausgenommen, weil sie halt als Remote Access Applikation dann auch funktioniert. Könnte ich die Data Link Application dreimal installieren, quasi so gesehen. Korrekt, genau. Also physisch ist es nur einmal. Ja, genau. Wir haben es aber extra so gebaut, auch dann zur logischen Übersichtlichkeit, dass man die Applikation, physisch wird die natürlich nur einmal installiert und ist dann Multi-Edge-Device fähig. Aber zur Übersicht im Hub ist es so, dass man das pro Asset dann auch einmal auf Installieren drücken kann. Wenn es dann schon physisch von einem schon anderen Asset installiert ist, dann erscheint es dann trotzdem, aber wird nicht mehr physisch, nur noch logisch installiert. Ja. Ja, das ist gut, haben wir einen Use Case. Testen. Umso besser.
Ich habe noch kurz eine Frage. Also ist es jetzt quasi so gedacht, ich habe sozusagen jetzt mal einen Switch, an dem 3 Maschinen dranhängen, die alle denselben IP-Bereich haben und ich kann dann sagen, die Maschine, die hängen alle mit einem Edge-Device. Das geht, genau. Das, ja. Genau. Ja, genau. Man gibt ja auch beispielsweise bei dem, also man muss ja hier den Endpunkt sowieso dann per einzelne IP-Adresse angeben und auch wenn man dann den Data Link-Tunnel nutzt, muss man in der Data Link-App ja eine IP-Range auch angeben. Ja? Und dann funktioniert das auch genau in dem Konstrukt. Aber es ist nicht so gedacht, ich kann quasi am Edge-Device umschalten, ich will jetzt auf die Maschine drauf und dann ändert sich eine Konfiguration, weil die Nein, das ist alles dann eine Applikation. Ja. Also man muss dann auch tatsächlich, deswegen sagen wir auch jetzt irgendwie vielleicht ein komplettes Werk über ein Multi-Edge-Device zu betreiben, ist vielleicht auch nicht ganz im Sinne des Erfinders, weil man tatsächlich ja auch mit der Data Link-App eine IP-Range angeben soll. Vielleicht will man dann auch tatsächlich das ein bisschen mehr segmentieren, dass man da tatsächlich 2, 3, 4, je nach Maschinen- und Netzwerktopologie Multi-Edge-Devices dann einsetzt. Okay, ganz kurz vielleicht. Sehr gerne. Also wir sprechen ja aktuell mit sehr vielen Betreibern, die den Media Hub nutzen. Und ein wichtiger Use Case ist eben auch für euch als Maschinenbauer, dass ihr, wenn ihr mehrere Maschinen bei einem Kunden stehen habt, das ist ja hin und wieder schwierig oder die Akzeptanz nicht sehr hoch, dass man sagt, ich muss an jede Maschine ein Hardware-Device anklemmen. Der Betrieb einer VM oder des Betriebssystems wird oftmals von den Betreibern vorgegeben. Und dann kannst du hier natürlich gut hingehen und sagen, okay, ich installiere ein Multi-Edge-Device in einer VM. Die Hardware betreibt der Kunde selber, das Betriebssystem betreibt der Kunde selber und ihr könnt dann alle eure Maschinen darüber connecten und erreichbar machen. Also reduziert sich der Aufwand zwischen beiden Parteien. Und ihr habt die Möglichkeiten, eben beides anzubieten. Hardware pro Maschine, Edge-Device pro Maschine oder eins pro Werk oder Linie oder was auch immer. Genau. Und natürlich logischerweise der Vollständigkeit halber, wenn ich dann nochmal auf das Edge-Device gucke, auf das Multi-Edge-Device, kann ich natürlich auch nachvollziehen, welche Assets sind dann mit verbunden. Okay, ein weiterer Punkt, auch gerade im Onboarding-Prozess, wenn es gerade, wir hatten vorhin das Thema so ein bisschen geschnitten, wenn man mit der IT spricht, dann ist halt immer das Einbinden von Edge-Devices ein neues Gerät, dann ist man ein bisschen schwierig, wenn das dann nicht sofort läuft, dann werden die Argumente noch größer, warum das jetzt nicht so gut ist, das Neue einzusetzen. Und wir haben jetzt seit dem neuen OS auf dem Edge-Device, die 25.05, ist auch verfügbar, kann man jetzt auch über die Oberfläche am Asset direkt auch updaten, das Edge-Device. Eine Status-Page, die unter Port 80 auf der IP des Edge-Devices läuft, wo man sehen kann, ist denn das Netzwerk und das Device in dem Zustand, dass es sich dann auch sauber verbinden kann. Also sind die entsprechenden Ports, die wir brauchen, freigeschaltet, sind die Zertifikate in Ordnung, etc. etc. Das kann man alles auf dieser Übersichtsseite dann sehen. Das hilft extrem, um schnell die Dinge in Betrieb zu nehmen oder gerade im Fehlerfall dann zu reagieren, okay, wir wissen, da fehlt noch eine Portfreischaltung, da brauche ich jetzt nicht großartig lange suchen, sondern da weiß ich, solange da noch ein rotes Lämpchen ist, brauche ich dann auch den Prozess nicht weiterführen. In dem Zuge, vielleicht für die sich da schon tiefer mit befasst haben, unsere Edge-Devices beim Hub, die benötigen den Port 552. Der ist ein bisschen unüblich, ja, und da gibt es auch manchmal Probleme, gerade auch im Migrationsszenario von SP1, welches noch über Port 443 geht. Das haben wir jetzt umgestellt, also die neueste Version, die jetzt nachfolgend kommt, die wird standardmäßig auch über Port 443 nach außen gehen. Das hilft schon mal enorm, weil der ist in den meisten Fällen auch offen in den Firewalls. Und bisher war es halt so, wenn man migriert vom SP1 aus,
dann läuft man halt als erstes mal gegen die Wand. Und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir da jetzt den Port umgestellt haben, den Standardport. Es ist aber weiterhin so, dass auch der 22er funktioniert. Wenn der Port 443 aus welchen Gründen auch immer dann nicht funktionieren sollte, dann wird alternativ dann auf den 22er zurückgefallen. Das heißt also auch das, was jetzt schon im Feld im Betrieb ist, das wird weiterhin auch laufen. Und das ist tatsächlich nochmal beispielhaft, wie wir jetzt auch tatsächlich nochmal durch das Produkt und durch den Prozess gehen, wie wir den Hub auch platzieren wollen. Wir möchten es wirklich auch so, dass man das Ding auspacken kann, eine Checkliste hat, Haken machen kann, was brauche ich alles tun und das Ding läuft dann. Ja? Also ohne großartiges Expertenwissen. Natürlich braucht man seine IT, um dann neue Geräte in einer Infrastruktur in Betrieb zu nehmen. Auch mal eine Firewall-Freischaltung an der einen oder anderen Stelle. Aber grundsätzlich, dass es wirklich klar ist, was müssen wir tun. Wenn es auf einen Fehler läuft, dann wissen wir, wo es herkommt und was dann als nächstes zu tun ist oder wen man ansprechen muss, damit es dann weiter ist. Und da versuchen wir unsere Prozesse wirklich so einfach wie möglich jetzt zu gestalten. Und IT ist nicht immer einfach, aber dann kann man zumindest eine einfache Checkliste machen, damit es dann halt irgendwie auch von jedem auch einfach durchführbar ist. Genau, das gibt noch viele andere Dinge. Ja. So ein Device Self-Check, das ist eine ganz coole Sache. Ja. Gibt es sowas fürs SP1 auch? Boah, da bin ich überfragt. Robin? Ja, in gewissen Maßen schon. Ne? Also das gibt es, du kannst es im Netzwerkassistenten, kannst du ein paar Checks machen. Du hast so eine schöne Oberfläche wie das hier. Ich höre. Ja, also ich hätte da eine Lösung. Ne? Also, ja. Also ja, weiß ich nicht. Also wir haben Checks. Also, klar, es gibt Checks, vereinzelte, aber nicht in der Form. Okay. Ja, genau. Nicht so schön. Genau. Also jetzt nicht, damit jetzt ein falscher Eindruck entsteht, dass wir hier nur 3 oder 4 Sachen letztes Jahr entwickelt haben. Wir haben noch eine Menge mehr. Ich habe jetzt zwar mal tatsächlich von den Dingen rausgesucht, wo ich sage, das ist wirklich ein Mehrwert oder Dinge, die halt auch schon lange eingefordert worden sind, wo wir sagen, hey, das macht nochmal einen Unterschied. Wir haben aber, ich habe es vorhin noch mitgeschnitten, ich hoffe im richtigen Kontext, bei euch war das, glaube ich, ihr hattet Thema mit DNS, ja, dass wir ja aktuell auch nur Endpunkte mit IP-Adressen eingeben können, das Edge-Device dann tatsächlich auch grundsätzlich erstmal eine IP erwartet. Auch das haben wir jetzt umgestellt mit der nächsten OS-Version, die kommt. Also der Hub, dass man da jetzt dann auch DNS-Namen eingeben kann bei Endpunkten, das wird ab dem Release morgen möglich sein. Und mit dem nächsten OS fürs Edge-Device wird es auch so sein, dass am Anfang, wenn das startet, auch ein Dialog kommt, ob man DHCP oder dann halt eine statische IP-Adresse eingeben möchte. Auch das haben wir quasi aufgrund so Onboarding-Thema einfacher machen und kompatibler sein auch geändert. Das habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen, aber ich glaube, das macht auch Sinn und ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Brustlöser. Ja. Genau. So, das ist natürlich immer schön, wenn man es erreicht hat, aber wie geht die Journey weiter? Was sind die nächsten Haltestellen auf unserer Reise? Da geht es auch nochmal um Usability, um schneller Dinge effizienter auch lösen zu können. Das ist das Thema Utility Bar. Wir werden über alle Übersichtslisten im Hub eine sogenannte, also wir haben sie so genannt, Utility Bar einführen, die es erlaubt, noch viel feinere Filterungen vorzunehmen, um dann tatsächlich sich Ansichten dann auch zu erstellen, die einem in seinem täglichen Gebrauch dann auch wirklich unterstützen. Beispielsweise, dass wir hier dann auch Mehrfachfilterungen zulassen, dass man tatsächlich über Maschinenmodell und welches Modell dann auch filtern kann. Das ist gerade in dem Kontext wichtig. Wir haben es gehört, die Serviceorganisationen sind teilweise sehr groß. Ja, einige Teams sind nur für bestimmte Linien zuständig, für verschiedene Modelle, dass man das dann hier auch als Servicetechniker dann auch entsprechend filtern kann, auch nur die entsprechenden Service Cases sieht, die zu seiner Baugruppe, zu seinem Modell gehören, die dann auch, das werden wir auch stufig einführen, erstmal, dass die Filterung grundsätzlich möglich ist und im zweiten Schritt dann auch, dass man sich dann auch persönliche Filter dann auch speichern kann, unter Favoriten legen kann, die dann auch immer wieder abrufen kann für den jeweiligen Anwendungsfall, den man dann gerade auch
zu tun hat. Wir kennen diese Ansicht aus der Herstellersicht, diese Linienansicht, und wir haben ja haben wir heute schon öfter gesehen, auf der Betreiberseite diese plakativere Kärtchen, und da werden wir es auch zukünftig haben, dass wir auch grundsätzlich auch auf Betreiberseite, weil einige Betreiber sind doch sehr groß zur Übersichtlichkeit, auch zwischen der Listen- und der Kartenansicht dann auch switchen können. Ne? Ich sehe schon, hier wird schon wohlwollend genickt. Ja? Genau. Ja. Also da Thema Usability, Einfachheit, da sind wir jetzt auch tatsächlich dran. Ja. Das sind halt auch tatsächlich grundsätzlich logische Reihenfolgen, dass wir jetzt versuchen haben, möglichst viel Funktion reinzubringen, und jetzt versuchen wir das natürlich dann noch effizienter gestalten, damit die Arbeit dann auch noch besser erledigt werden kann, die man dann halt auch täglich darin tun muss. Dazu gehört auch ein Notifizierungssystem, was wir nochmal überarbeiten. Wir haben heute schon ein Notifizierungssystem oben mit der Glocke im Hub. Das werden wir aber jetzt auch nochmal erweitern. Zum einen, was kann alles notifiziert werden, und zum anderen, wie kann notifiziert werden. Was ganz großer Knackpunkt ist, dass wenn in einem Service Case neue Chat-Messages kommen, dass die nicht notifiziert werden aktuell. Das ist aber tatsächlich, gerade wenn wir über Reaktionszeiten sprechen und so weiter, guten Service, schnell reaktiv zu sein, ist es schon wichtig. Und auch das werden wir jetzt dann auch notifizierbar machen, und zusätzlich das Ganze dann noch neben dem, dass dann oben eine Nummer steht und die Glocke dann leuchtet, auch, dass man das sich per E-Mail notifizieren kann und dass man dann auch genau einstellen kann, welche Notifizierung möchte ich haben und wie möchte ich für die jeweilige Notifizierung dann auch notifiziert werden. Ja. Gerade im Servicefall, im laufenden Servicefall vielleicht auch nochmal sehr gut, was Reaktionszeiten angeht. Genau. Dann auch 2 Punkte hier. Unsere Startseite, die ist relativ oder sehr statisch. Ja. Die kennen wir so, und teilweise oder meistens ist es so, dass diese Shortcuts hier nur in bestimmten Situationen, wo man sich gerade befindet im Lifecycle mit dem Hub, Sinn machen. Die werden wir jetzt auch umstellen, und zwar werden wir je nach Rolle die Homepage entsprechend gestalten. Wenn ich jetzt Servicetechniker bin, will ich gerne eine Übersicht haben, was sind gerade die neuesten Service Cases, wo gibt es was Neues in einem Service Case, für den ich zuständig bin. Dann habe ich hier eine Übersicht der Service Cases. Wenn ich tatsächlich Shopfloor Manager bin und der Betreiber schlägt mir eine neue Maschine vor, dann möchte ich wissen, hey, welche Maschine hat denn gibt es eine neue Maschine, die ich annehmen muss, die für Service jetzt bereitsteht, dann habe ich hier die Ansicht der Proposals vorne stehen. Wenn ich Datenmanager bin, dann habe ich vielleicht nochmal andere Themen. Als Betreiber möchte ich, als Hersteller möchte ich gerne wissen, hat sich ein Betreiber bei mir gemeldet, möchte der Service für eine Maschine haben über den Hub, dann kriege ich hier eine Meldung drüber. Und so ist diese Homepage je nach Rolle, die man einnimmt, dann auch viel effizienter zu nutzen. Ja, ich kann dann sehe A, was neu ist, und B, auch wirklich das, was mich interessiert in meiner Rolle. Ja. Zusätzlich werden wir einige AI-Features, sage ich mal vorsichtig, AI 1.0 einführen. Da sind wir auch sehr, ich hatte gerade das Gespräch mit dem Kollegen auch, AI, da geht ja vieles, aber man muss auch gucken, gerade in unserem Kontext ist es auch schwierig, wenn die AIs sich dann, die LLMs mal was ausdenken und so weiter, und dann will man doch nicht irgendwie die Empfehlung von der AI haben, steckt da mal die Hand rein und dann ist sie halt ab. Ja. Deswegen sind wir sehr vorsichtig in dem, was wir da tun mit AI, aber wir werden es insofern einführen, dass wir sagen, dass die AI jetzt erstmal unterstützt in der Bedienung des Hubs, also dass ich dort Fragen stellen kann über die Bedienung, wie kann ich ein neues Asset anlegen, und dann da entsprechend dann auch schon mal die Vorschläge kommen, hier, da geh bitte dahin, oder hier hast du einen Shortcut direkt zur Asset-Anlage, und dann kann ich auch weitere Fragen stellen zu dem entsprechenden Case, wo ich mich gerade drin befinde, so dass die Bedienung
besser erlernt werden kann und dann irgendwann intuitiver dann auch wird. Zusätzlich bieten wir weitere Informationen auch an auf dem Hub. Zum Beispiel dann die Release Notes, was gibt es Neues, das geht manchmal verloren. Wir schreiben zwar eine Release-Mail, wir haben das auch auf unserer Homepage, aber das ist dann halt immer, das muss man dann halt auch wahrnehmen und so weiter. Und hier hat man das hier nochmal an sehr prominenter Stelle, dass man das, was wir alles Gutes tun, dann auch wirklich nutzen kann, weil man weiß, hey, da gibt es was Neues. Ja. Und kann dort natürlich auch Fragen stellen, zum Beispiel hier, wann, mal gucken, das ist ein bisschen klein hier. Genau, wann sind die Custom Service Fields denn live gegangen? Ja? Und dann kriege ich dann auch die entsprechende Antwort von der AI. Ja? Also ja, Thema AI ist auch wichtig für uns. Nehmen wir an, die Challenge, aber müssen auch in unserem Kontext sehr vorsichtig sein. A, dass sie hilft und B, dass sie dann auch nichts kaputt macht. Ja. Ja. Was ist mit den während der Chats bei einem Service Case mit der Übersetzung direkt, wenn halt jemand aus Sprachübersetzung, ja, das ist nochmal ein Thema, das ist vielleicht sogar ein Thema, was man nochmal angehen kann, haben wir jetzt aber in dem Zuge nicht mit drin. Ja. Für die Chats zeige ich gleich nochmal was. Andererseits, uns ist halt auch wichtig, dass die Bedienung und die Intuitivität für den Nutzer halt mit dem Hub gegeben ist. Weil das beste Service-Tool nutzt nichts, wenn keiner weiß, wie man es bedienen kann. Und genau da werden wir jetzt hier auch dann nochmal mit solchen Walkthroughs dann auch nochmal unterstützen. Ja. Gute Überleitung, also ist jetzt keine Sprachübersetzung in den Chats, aber in den Service Cases ist natürlich sehr spannend. Wir hatten das vorhin auch schon von Cap Niles gehört, dass wir dann auch jetzt zukünftig in den Chats einen Case Report mit erstellen können. Das ist hier jetzt ein bisschen gescribbelt, aber das haben wir tatsächlich auch schon in der Entwicklung drin und das wird auch noch in naher Zukunft, also noch dieses Jahr im Herbst mit den ersten Kunden getestet, dass wir sagen, hey, für diesen Service Case gab es schon mal ähnliche Service Cases. Was hat da geholfen? Hier gibt es auch eine Dokumentation zu der Maschine, da wird das Thema behandelt und zwar genau an der Stelle möchtest du da reinspringen und was könnte eine mögliche Lösung des Problems sein. Das hilft natürlich jetzt nicht nur dem Betreiber sondern auch schon bei der Eingabe, nicht nur den Hersteller, sondern auch in der Eingabe der Betreiber, hey, ja, ich gucke mal in der Doku, vielleicht brauche ich da irgendwie nur einen Knopf drücken und dann läuft das wieder. Ja? Und das sind so Themen, wo wir dann sagen, okay, das ist jetzt noch nicht ganz AI, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen intelligente Suche, ja? Aber wir gehen diese Schritte und machen die aber auch sehr bewusst, sehr langsam, damit sie dann am Ende auch das aussagen, was sie aussagen sollen, nämlich richtige Ergebnisse liefern. Ja? Okay, Fragen? Alles gut erklärt. Eine Frage noch bezüglich der AI. Ist das eine eigene AI, die ihr dafür genommen habt? Weil da steht hier, Data is stored in a tenant-owned data space. Ja, genau. Also wir haben LMM, was dann bei uns läuft, was dann auch mit an unsere API angebunden ist und das kennt halt unsere API auch. Deswegen hat die AI auch gutes Wissen über unseren Hub, weil wir haben ja den API-First-Ansatz und alle Operationen gehen auch über API. Das bedeutet, der Data Storage liegt der auf dem Edge-Device, liegt der in der Cloud? Im Hub und zwar auch immer tenant-spezifisch. Ja. Okay. Wie eine Chinese Wall um jeden Kunden rum. Und da liegen die Daten, die sind verschlüsselt und so weiter und was. Und das LLM geht nur auf die lokalen, also auf die Hub-Daten. Okay. Also fragt nicht nach außen, macht mit keine anderen Themen, sondern wir schauen, dass wir es so optimieren. Es ist AI 1.0, wenn man so will. Also wir arbeiten mit LLMs, aber für einen sehr lokalen Anwendungsfall. Ja. Okay, danke. Also noch Gerne. wollen wir nicht externen Quellen. Ja, alles gut. Weil genau, also wir haben natürlich schon Tests gemacht und so weiter, aber irgendwann, je mehr Fragen man stellt, desto mehr denkt sich die AI dann auch was aus. Und wie gesagt, in unserem Kontext nicht immer hilfreich dann. Genau, Ne? das ist der Ja. Punkt. Genau. So, jetzt ein bisschen Switch ist auch ein Thema, was wir gerade konzeptionell auch angehen. Gerne. Vielleicht auch noch eine Frage zur AI. Ja.
Sorry. Kein Problem. Plant ihr aber dann zukünftig auch, dass euer AI-Agent mit anderen zusammenarbeitet? Zum Beispiel die SAP, die macht ja Großwerbung damit, dass ihr eigener S4-Agent übergreifend über die ganzen Systeme arbeiten könnt. Nee, also aus mehreren Gründen nicht. Ne? Also einmal ist es natürlich so, dass wir sagen, also dass die Daten, die bei uns sind, die bleiben auch bei uns und auch dann auch immer im Tenant-Kontext. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, also wir haben noch nie mal drüber nachgedacht, das zu tun, ja, weil wir gerade sagen, die Daten, die halt auch von den Betreibern, von den Herstellern in den Hub gegeben sind, das ist auch dann am Ende IP. Ja, also das gehört denen und das wollen wir nicht in die Welt schicken, ne, weil dafür treten wir genau an, wegen Sicherheit, Daten, Autonomie etc. Ja. Also, ja, genau. So, jetzt auch für uns ein strategisches Thema. So ein bisschen haben wir das heute schon gestreift, ganz am Anfang bei dem Cap Niles Vortrag, wo es dann darum ging, um Datensätze zu Produkten, zu Werkstücken. Auch dafür, da fiel das Schlagwort schon mal, Asset Administration Shell. Ist das schon ein Begriff hier? Verwaltungsschale? Noch nicht. Okay. Also, es ist, das ist erstmal gut. Es ist im Prinzip eine strukturierte Art, wie man eine Maschine oder ein Werkstück oder erstmal einen Gegenstand beschreibt. Ja. Die Asset Administration Shell wurde vor 6 Jahren vom Fraunhofer Institut quasi als Format erstellt, hat sich dann jetzt tatsächlich auch in der IDTA, also bei der Digital Twin Association, dann auch ist das weiterentwickelt worden und ist auch in einem IEC-Standard aufgegangen. Das Ganze ist eine digitale Beschreibung der Maschine und zwar nicht nur über Name, also es gibt verschiedene Submodelle dieser Asset Administration Shell. Ein Submodell ist das Nameplate. Da steht grundsätzliche Informationen zur Maschine drin, wie der Name, die Seriennummer, Hersteller etc. Das gibt es aber dann auch fast unendlich erweiterbar. Ich freue mich auch, dass der Christian Mehte heute da ist, weil der ist eigentlich ein Asset Administration Evangelist. Ja? Er kennt sich da extrem gut auch im Kontext von Manufacturing X wird die Asset Administration Shell eingesetzt. Die ist fast unendlich erweiterbar über Submodelle. Es gibt ein Submodell für das Nameplate, gerade wie gesagt, und dann halt für jede einzelne Komponente gibt es dann ein Submodell, für jede Komponente, die in der Maschine steckt. Was wir damit erreichen, ist, dass wir eine komplette digitale Beschreibung der Maschine bis auf Komponenteebene haben. Und es ist so, dass in der Konstruktion auch total der Hype ist, gerade diese Asset Administration Shell anzusetzen, weil tatsächlich über diese Shell können Maschinen quasi schon digital vorkonfiguriert werden und geschaut werden in der Konstruktion, kann diese Maschine am Ende das mit diesen Komponenten, was ich dann auch erreichen will an Leistungsdaten etc. Und irgendwas, was die sich in der Konstruktion ausdenken, das haben wir ja auch irgendwann im Service. Ja? Und deswegen ist es ein Thema, was uns da auch umtreibt. Und ich habe hier ein paar Dinge dann nochmal genannt. Also tatsächlich ist es so, dass Engel, ein großer Hersteller, auch ein Kunde von uns, nutzen das in der Konstruktion schon und sind da in der Konstruktion nach eigenen Aussagen um 35% schneller, um neue Maschinen dann anzusetzen. Das Ganze sieht jetzt hier schick aus, was dahinter steckt, das sind ja auch ein paar aus der Softwareentwicklung hier, ist im Prinzip am Ende ein beschriebenes JSON-Format, ja, wo die Dinge dann auch drinstehen. Ja. Was heißt das für uns im Hub? Ja? Wir wollen gerne, dass da, wo es dann schon geht, mit der Asset Administration Shell der digitale Zwilling dann auch schon angelegt werden kann im Hub als Asset. So, das ist erstmal ein kleiner Schritt. Dann wollen wir da, wo es das dann zu den Maschinen schon gibt, diesen auch browsable machen. Das heißt, im Service-Fall kann der Techniker genau also in dem digitalen Zwilling im Hub, genau die spezielle Maschine mit der Konfiguration, mit der Variante, mit der Ausstattung, mit den Motorenspezifika's dann auch
durchbrowsen und am Ende tatsächlich auch genau für diesen Motor, der da verbaut ist, die Bestellnummer dann auch rausziehen und Ersatzteile bestellen etc. Ja. Und das ist der erste Schritt, erstmal manuell nutzbar. Zweiter Schritt wäre für uns dann, wir haben jetzt hier auch gesehen, beispielsweise es geht hier um Motor, da haben wir die Leistungsdaten vom Motor, der hat jetzt irgendwie 200 Newtonmeter Torque, kann der ab, wenn jetzt wir dann über Datenerfassung sehen, wie viel Torque über den Sensor dann jetzt tatsächlich reinkommt, ja dann okay, was haben wir jetzt hier, was hatte ich gesagt, 200, wenn der bei 190 ist, dann können wir mal eine rote Lampe anmachen. Wir haben die Daten jetzt und wir können sie jetzt auswerten. Ne? Und das heißt tatsächlich, das ist jetzt nichts mit AI zu tun, aber das sind halt, wir können dann regelbasiert tatsächlich schon Zustände erfassen und darauf dann auch alarmieren, wenn es dann Not tut. Und dann kann man natürlich die Welt aufmachen und das ist auch das Thema, wo auch Christian Mehte unterwegs ist mit Twin Industrial in der dritten Phase, wo man sagt, es laufen Agents auf diesen Daten von der Realmaschine und dem digitalen Zwilling aus der Asset Administration Shell und dadurch können dann automatisiert auch Verbesserungen der Maschine gemacht werden, Konfigurationen geändert werden im laufenden Betrieb. Ob man das jetzt heute schon will, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das quasi das nächste große Thema, wo es um Digitalisierung des Zwillings geht und wo wir da halt tatsächlich nochmal ein ganzes Stück an Automatisierung dann auch einen ganz großen Schritt an Automatisierung gehen können. Ja. Genau. Wenn es da noch Fragen gibt, gerne nochmal auf Christian Mehte in der Pause oder im Abendprogramm dann noch zugehen. Der erzählt gerne und viel über die Asset Administration Shell. Hat er wahnsinnig viel Know-how und ist da auch in den entsprechenden Gruppen auch drin, die sich damit befassen und das ist wirklich interessant. Ja. Okay, dazu noch Fragen? Keine, alle wollen das Abendprogramm, ne? Aber ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Ne? Letztes Thema auch, versprochen. Data Retrieval und Dashboards. Da haben wir uns immer so ein bisschen, naja, drum gedrückt, möchte ich nicht sagen, aber wir haben das Thema so ein bisschen ausgelassen. Wir haben die Möglichkeit bei uns im Hub ja dann Applikationen entwickeln zu lassen, die an die Maschinen zu bringen, die laufen zu lassen. Wir haben auch einen OPC-UA-Adapter, der auch funktioniert und wenn er dann funktioniert, auch stabil funktioniert. Aber wir haben uns dem Thema nie richtig angenommen, weil wir auch sagen, die Daten, die von der Maschine kommen, ja, mit denen können wir selber ja auch keinen Mehrwert gestalten. Das liegt immer eigentlich in der Hoheit des Betreibers oder dann des Herstellers. Die können die Daten auch bewerten und gucken, was kommt da raus und macht das Sinn und kann ich da irgendwas draus verbessern oder ableiten. Wir haben aber immer wieder die Anfrage, dass ganz einfach angefangen, läuft die Maschine nicht. Ja? Bis hin zu, könnt ihr nicht mal eben ein Dashboard bauen? So, das hört auch nicht auf. Ja? Und ist ja auch richtig und eigentlich auch der richtige Schritt. Ne? Wir haben uns aber nie da als die Vorreiter gesehen, aber wir haben gesagt, okay, das Thema ist wichtig. Deswegen, wir haben die Möglichkeit, da Applikationen zu bauen. Jetzt stellen wir uns dem Thema und zwar so, dass wir das sehr leichtgewichtig auch ein Dashboard bauen können. Das Ganze machen wir auch im Consulting, aber haben da jetzt eine Konzeption, es ist schon mehr als eine Konzeption, das läuft jetzt auch schon bei 2 Kunden, gefunden, die es wirklich effizient macht, hier einmal die Applikation für die Datenpunkte zu konfigurieren und dann auch später dann die Daten auch sichtbar zu machen. Und dann solche Dashboards über Grafana beispielsweise wie hier, dann auch dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Was machen wir da? Wir machen wir haben es Data Collector genannt, eigentlich logisch, weil das ist genau das, was er macht, Daten von der Maschine holen. Wir haben in dieser App einen Telegraph Connector gebaut, den man konfigurieren kann. Telegraph ist ein Connector, der gehört auch mit zur InfluxDB. Der bietet bis zu, ich glaube, 300 verschiedene Konnektoren für Protokolle über OPC-UA, MQTT, auch die Altprotokolle MB Connect, auch S7 nativ, also alles, was geht, kann der, ja, und kann dann Daten von der Maschine holen. Natürlich installiert über das Applikationsmanagement des Hubs.
Was dann passiert mit den Daten, die werden auf dem Edge-Device in eine InfluxDB geschrieben. Und die InfluxDB hat einen Replikationsmodus, wo man dann die Daten mit einer anderen InfluxDB auf einem beliebigen Endpunkt replizieren kann. Das heißt, die Daten gehen je nach eingestellten Intervall direkt an einen Endpunkt und da müssen wir dann auch gar nicht mehr unterscheiden, sind das Hot oder Cold Data. Im Prinzip ist dann auch alles Hot, je nach eingestellten Intervall. Und auf diese Influx-Datenbank kann man dann wirklich mit Standard-Tools draufgehen, mit Power BI, mit Grafana und sich dann Dashboards bauen oder bauen lassen, so wie man sie nach seinen Bedürfnissen dann auch benötigt. Das ist erstmal so das grundsätzliche Prinzip. Was dahinter steckt natürlich an Möglichkeiten, ist Folgendes: Wir installieren diese Applikation über den Hub an der Maschine und in den meisten Fällen, wie wir es jetzt festgestellt haben, möchte der Betreiber oder auch der Hersteller gar nicht, dass die Daten wieder zurück in den Hub gehen, weil dann sind sie erstmal gejailed für den jeweiligen Tenant. Ja? Der Tenant kann zwar wieder per API darauf zugreifen, aber wenn er dann diese Daten auch einem Hersteller zur Verfügung stellen möchte, weil der Verbesserungen machen muss, dann braucht er wieder einen API-Key, muss in den Tenant des Betreibers gucken, was dann datenmäßig dann auch wieder ein bisschen schwierig ist. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, das dann auch direkt auszuleiten an einen Endpunkt, ob das jetzt der Hersteller ist, ob das im Betreibernetzwerk ein Server ist, um die Daten für seinen Produktionsprozess auszuleiten, oder ob das dann halt für weitere Dinge sind, das kann das kann dann auch in Datenräumen zur Verfügung gestellt werden. Das ist dann egal. Und die Dashboards, die dann entweder selbst gebaut werden, von einem Dienstleister gebaut werden, können dann per Portal-Extension dann auch wieder in den SimMedia Hub unter den entsprechenden Rechte- und Rollensystemen dann auch eingebunden werden. Und das ist tatsächlich für uns ein total cooles Ding, weil jetzt können wir auch sagen, also Daten können wir, ja, also mit Dashboards. Und man kann diese Applikation, ich zeige es gleich nochmal, wie wir sie installieren, auch mehrfach installieren. Die wird dann halt auch immer für den entsprechenden Anwendungsfall dann einmal gebacken. Das wird nicht groß programmiert, das ist eher eine Konfigurationssache. Und kann dann sagen, hey, pass auf, diese Daten dieser Maschine, die möchte ich mit dem Hersteller teilen, weil er dann tatsächlich mir hilft, diese Maschine besser zu betreiben. Aber andere Daten, die jetzt vielleicht dann auch mehr über das, was ich auf der Maschine tue, aussage, die möchte ich gar nicht ausleiten. Da habe ich eine andere App, die schiebt dann die Daten bei mir mit ins Netzwerk und die werte ich selber aus. Ja. Und insofern haben wir im Prinzip alle Möglichkeiten an der Hand, jetzt hier auch mit Daten zu arbeiten. Und wie sieht das Ganze dann aus? Also wir haben jetzt hier beispielsweise ein Dashboard gebaut, da haben wir jetzt noch keine Daten drin. Und wenn ich jetzt mal auf die Maschine gehe und habe hier das Application Management, dann sehen wir jetzt hier eine Data Collector App, die jetzt für diesen Anwendungsfall gebaut worden ist. Was wir brauchen, ist immer ein Konfigurationsfile. Das haben wir jetzt hier unter den Dokumenten auch einfach mit zum Asset hochgeladen. Die einzelnen Apps, die alle mitlizenzieren? Die einzelnen Apps. Also, wo es jetzt gerade geheißen hat, installed, da gab es ja ein paar so Apps, die man da... Ja, genau. Es gibt verschiedene Apps. Ja. Ja. Entweder eigengeschriebene vom Betreiber oder vom Hersteller, die dann als App dann hier hochgeladen worden sind. Da haben wir teilweise auch gar kein inhaltliches Know-how, was diese dann tun. Aber wir rechnen natürlich eine Lizenz ab, dass wir sie dann halt hier in der Infrastruktur dann managen. Es gibt Apps, die sind Bestandteil, alles was Remote Service zum Beispiel angeht, das ist ein Bestandteil des Portals. Dann von uns gelieferte Apps sind in der Regel über uns lizenzierbar und für die von Kunden entwickelte Apps, die muss dann mit den entsprechenden Vorgaben lizenzieren. Dann muss ich im Prinzip zu der App nur noch das Konfigurationsfile reinladen und kann diese dann auch tatsächlich installieren. Wird sie installiert. Und wenn jetzt alles gut läuft, dann sollten wir jetzt hier gleich auch Daten sehen. Ansonsten habe ich das nochmal als Video vorbereitet.
das sollte dann auch funktionieren. Ist schon installiert in die App, das haben wir mal nicht. Ja, ist noch dabei. Das hängt immer dann von der Netzqualität etc. ab, aber grundsätzlich sollte da jetzt gleich was passieren. Ja, er ist noch am Installing. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Wo hängt das Edge-Device? Wo ist das? Ich glaube, da irgendwo. So. Ja, ja. Oder da oben. Ja, das ist der Führeffekt. Ja. Lass mal noch ein bisschen arbeiten und zeig's Video. Ja, kann man machen, kein Problem. Ah, sehen, da haben wir es schon. Schon sind Daten da und wir sehen, also die Maschine läuft, ja, Daten kommen an und natürlich je nach Anwendungsfall, wir werden morgen auch noch das andere Dashboard sehen, das ist, gibt ein bisschen mehr Daten her, läuft aber über dieselbe App, wo dann uns von Michael Herzog, von der Lern- und Forschungsfabrik dann auch nochmal was über neue digitale Geschäftsmodelle erzählt wird, die dann auch auf Basis von Maschinendaten Abrechnungsmodelle aufzeigen. Und da haben wir auch über diese App das Dashboard gebaut. Also grundsätzlich super einfacher Weg, um jetzt Daten von der Maschine dann auch sichtbar zu machen und dann entsprechende Auswertungen zu fahren oder Rückschlüsse zu ziehen. Ja. Also da sind wir relativ stolz drauf, ist ab sofort verfügbar. Ja, meldet euch alle bei Robin oder bei Bernd. Bei Bernd. Ja, genau. Das ist jetzt im Hub kein Hexenwerk mehr. Ja. Okay. Damit wenn da jetzt keine Fragen mehr zu sind, wenn ja, gerne jetzt. Ansonsten ja, kann ich euch nur empfehlen, bucht euch auch einen Platz auf unserer Reise. Ja, ich glaube, das wird ganz spannend nächstes Jahr und freue mich, wenn ihr alle dabei seid. Wie auch jetzt schon.